Viele Marken sprechen in der Mission zu viel über sich und zu wenig über ihre Zielgruppen. Warum das ein Fehler ist und wie ihr ein richtig gutes Mission Statement formuliert, zeige ich euch in diesem Video. Die Mission formuliert das Werteversprechen der Marke. Sie ist Teil des Brainframes, unseres Markenmodells, das die Identität eurer Marke klar, verständlich und auf einen Blick erfasst. Der Brainframe ist euer Werkzeug für die strategische Markenführung. Er definiert den Rahmen für die Führung, Kommunikation und Weiterentwicklung eurer Marke. Falls ihr hier neu seid, schaut euch gerne das erste Video aus unserer Reihe Frame Your Brand an, um euch einen Überblick über das Modell zu verschaffen. Zurück zum Mission Statement. Es beschreibt den konkreten Mehrwert eures Angebots für eure Zielgruppe. Es eignet sich deshalb für die externe Kommunikation und richtet sich in der Regel an potenzielle KundInnen. Viele Unternehmen machen aus meiner Sicht den Fehler, sich selbst ins Zentrum zu stellen und die Zielgruppenperspektive zu ignorieren. In vielen Formulierungen kann man dann nachlesen, nach welchem höheren Zweck die Marke strebt. Die AdressatInnen kommen, wenn überhaupt, dann nur sehr implizit vor. Aus meiner Erfahrung ist das aber nicht zielführend, denn Menschen interessieren sich in erster Linie für ihr eigenes Fortkommen. Die eigentliche Mission der meisten Marken ist, das Leben ihrer KundInnen in irgendeiner Art und Weise besser zu machen. Das Mission Statement sollte daher eurer Zielgruppe sehr klar folgende Frage beantworten: What's in for me? Deshalb nutzen wir bei Helda eine Formel, um ein Mission Statement zu erstellen. Problem plus Lösung gleich Erfolg. Diese Methode hat den Vorteil, dass das Mission Statement wie ein Elevator Pitch funktioniert. Er macht das Gegenüber neugierig und positioniert die Marke als Lösungsgeberin. Eine Person wird sich mit eurem Angebot aus einem einzigen Grund auseinandersetzen, weil sie ein Thema hat, das sie alleine nicht lösen kann. Das kann ein technisches Thema sein, ein logistisches, ein wirtschaftliches oder ein zeitliches Problem. Es kann aber auch um Selbstoptimierung, Status oder Zeitvertreib gehen. Das ist der erste Teil des Mission Statements. Ein Satz, der das wichtigste Thema oder Problem eurer Hauptzielgruppe beschreibt. Durch eine Zielgruppenanalyse und Buyer Personae können Probleme, Bedarfe und Wünsche von Kunden und Kundinnen strukturiert und priorisiert werden. Wenn ihr euer Wissen zum Thema Zielgruppe auffrischen wollt, seht euch dazu unser Video an. Der zweite Teil des Mission Statements beschreibt die spezifische Lösung der Marke für das Problem. Hier werden die Stärken und Benefits der Marke formuliert. Das ist die Rolle der Marke. Eure KundInnen stehen im Zentrum, die Marke ist die Lösungsgeberin. Deshalb ist die Lösung nicht Einstieg, sondern Mittelteil des Statements. KundInnen wollen eine Vorstellung davon haben, wie ihr Leben aussehen kann, wenn sie mit eurer Marke zusammenarbeiten. Sie möchten wissen, welche positiven Veränderungen durch die Nutzung der Produkte oder Dienstleistungen möglich sind. Kurz gesagt, wie sie mit der Marke Erfolg haben. Die Formulierung des Erfolgs der KundInnen, nicht der Marke, schließt das Statement ab. Aus den Elementen Problem, Lösung und Erfolg entsteht dann eine kleine Geschichte, in die ihr KundInnen einladet. Sie verstehen, es geht um sie selbst, nicht um euch. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn mich früher jemand gefragt hat, was ich beruflich mache, habe ich gesagt, Markenentwicklung. Wenn die Person nicht wusste, was das bedeutet, habe ich erklärt, Branddesign. Irgendwann war man dann beim Logo und dann hieß es, ach so. Und ich habe mich geärgert. Natürlich gestalten wir auch Logos, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Unternehmen wachsen und sich weiterentwickeln, die Marke aber oft nicht mitwächst. Helda übersetzt eure Unternehmensleistung in ein strategisches Markenleitbild, Branddesign und Storytelling, damit eure Marke am Markt Unterschied macht. Die Reaktionen sind völlig andere. Es entsteht immer ein Gespräch und das ist die Idee. Das funktioniert übrigens unabhängig vom Geschäftsmodell, D2C, B2C und B2B. Bei der Formulierung eures Mission Statements solltet ihr ein paar Aspekte berücksichtigen. Verwirrt nicht. Konzentriert euch auf das Hauptproblem der Zielgruppe, das ihr löst. Werdet konkret. Für jeden muss klar sein, was das Problem ist, wie die Marke es löst und was die Kundin oder der Kunde davon hat. Fasst euch möglichst kurz. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin sollte die Chance haben, das Mission Statement zu verinnerlichen. Werden die Formulierungen zu lang, wird das immer schwieriger. Im Idealfall kennt über kurz oder lang jeder im Team das Statement und hat so immer eine verfängliche Antwort parat auf die Frage: Und was machst du so? Nachdem das Mission Statement fertiggestellt ist, solltet ihr es wiederholt mit euren MitarbeiterInnen teilen. Einmal reicht leider nicht. Im Schnitt muss ein Mensch etwas 8-mal gehört haben, um es sich merken zu können. Das gleiche Phänomen gilt natürlich auch für eure KundInnen. Nutzt deshalb die Formulierungen großzügig über verschiedene Touchpoints hinweg.
In der E-Mail-Signatur, in Unternehmenspräsentationen, auf Messen oder Social Media. Umso häufiger eure KundInnen das Mission Statement lesen, desto schneller etabliert es sich. Zum Schluss möchte ich euch 3 Schritte mit auf den Weg geben, die ihr heute umsetzen könnt, damit eure Marke morgen schon Unterschied macht. Erstens, ladet euch unser Template für die Mission herunter und formuliert euer individuelles Statement. Zweitens, integriert es in euren Brandframe und überprüft, ob es mit allen Elementen harmoniert. Oder drittens, ihr beauftragt Helder. Wir formulieren eine kundinnenzentrierte Mission, die euren Mehrwert auf den Punkt bringt. Alle Links dazu findet ihr in der Infobox. Wenn ihr mehr über die Elemente des Brandframes erfahren möchtet, schaut euch die anderen Videos aus unserer Reihe Frame Your Brand an. Mehr Infos und Guidelines rund um das Thema Marke und Branding findet ihr auf unserer Website. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.